Herzlich willkommen bei Schön in der Natur. Ich hoffe, ihr habt schon meine bisherigen Folgen angeschaut. Ich verlasse jetzt Litauen und fahre nach Lettland. Ich stehe hier an der Grenze. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Auf jeden Fall das große Ziel ist erstmal Riga. Da werde ich noch 2-3 Tage dann bleiben. Und ja, ich bin gespannt. Vom Grenzschutz bin ich jetzt schon einmal kontrolliert worden. Musste erstmal in Taschen rumwühlen, weil ich nicht gleich wusste, wo ich meinen Personalausweis hingetan hatte, weil ich ihn noch nicht ein einziges Mal gebraucht hatte. Genau. Gut, ich fahre mal los. Bin schon gespannt, was mich erwartet. Ja, ich bin in der ersten großen Stadt angekommen. Liepāja heißt die, glaube ich, wenn man es richtig ausspricht. Ich bin ja direkt am Strand. Ich konnte hier mit dem Fahrrad wegen dem Holzsteg direkt an den Strand fahren. Und das ist jetzt das zweite Mal heute an diesem Tag, dass ich in die Ostsee baden gehen kann. Das ist natürlich super. Und ich werde jetzt mir erstmal ein Bad gönnen und nachher in aller Ruhe mal schauen, wo ich wildcampen kann. Ja, ab ins Wasser. Boah, die Sonne ballert mir ins Gesicht. Das war ziemlich schön gewesen. Schön frisch, so wie man sich wünscht, salzig, so wie ich die Ostsee liebe. So, jetzt geht's wieder raus. Gemütlich trocknen, erstmal erholen, erstmal den Körper wieder Ruhe gönnen nach den 60, 70 Kilometern heute, keine Ahnung, was das waren. Und ja, nachher suche ich mir noch ganz gemütlich einen Spot. Um das Wetter muss ich mir keine Sorgen machen, da es heute nicht regnen soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, morgen wird es auch nicht regnen. Deswegen geil, 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 juhu, geil, juhu. Ja, ich fahre heute sehr lange an den Strand, seitdem ich in dieser Stadt angekommen bin. Und hier direkt am Strand nicht weiter konnte man schön in den Wald reingehen. Ja, und da habe ich einen tollen Wildcamping-Spot hier gefunden. Also ich zeige es euch mal. Und da ist das Meer. Also ich habe wieder Wellenrauschen, habe eine schöne Atmosphäre in dem Wald, finde ich. Es war so eine kleine Challenge, so ein bisschen ebenen Boden hier zu finden, wo man das Zelt quasi aufschlagen konnte, aber das war kein Problem. Ja, hier gibt es ein paar Mücken. Ich habe mich aber mit No Bite an den wichtigsten Stellen eingesprüht.
Und daher kein Problem. Ich werde jetzt noch was kochen. Ist relativ spät schon, glaube ich, schon bestimmt 21 Uhr. Ich werde jetzt erstmal was zu essen kochen, essen und dann ab ins Zelt verschwinden. Dann war es das für heute. Und morgen fahre ich dann zum Lidl hier um die Ecke einkaufen. Für die nächsten 2 Tage dann wahrscheinlich. Also ich habe noch ein paar Sachen dabei, aber Schokolade geht langsam aus morgen. Hey, ja, ich habe super geschlafen. Wollte jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt noch mal ein Video machen heute Morgen, aber ich wollte mal auf ein Thema noch eingehen, und zwar als Wildübernachter, weil Wildcamper finde ich irgendwie nicht das richtige Wort, weil ich campe ja auch nicht. Das kommt ja sehr selten vor, dass ich quasi nach einer Übernachtung noch an einem Ort bleibe. Deswegen finde ich Wildcampen auch gar nicht so das richtige Wort irgendwie, weil es ist dann eher ein Wildübernachten. Und ein Wildübernachten sehe ich total als unkritisch, muss ich mal dazu sagen. Ich finde, Wildcamping ist auch nicht der Begriff, der richtig zutrifft. Das war der eine Gedanke, den ich mal loswerden wollte. Und der zweite Gedanke, den ich mal mit euch teilen wollte, ist, dass ich schon oft gesehen habe, dass an manchen Spots, wo ich bin, Müll rumliegt. Und ich weiß nicht, wie es mit anderen Leuten ist, die reisen und die Möglichkeit haben, auch mal Müll mitzunehmen. Bei mir ist es so, wenn ich die Möglichkeit habe, diesen Müll noch mitzunehmen, nehme ich ihn mit. Und ich sehe auch in dem Müllschmeißen in dem Wald, in die Wälder, in andere Gebiete, sehe ich auch manchmal das größte Problem. Und ich finde, dieses Problem lässt sich zum einen lösen, wenn die Leute, die den Müll sehen, auch wenn sie ihn nicht verursacht haben, das spielt aber an der Stelle keine Rolle, weil den Wald lieben wir ja alle vom Prinzip her, den Müll einfach mitnehmen. Und hier liegt zum Beispiel eine Bierdose. Klingt nach einem lettischen Bier. Und die nehme ich jetzt zum Beispiel einfach mal mit und schaffe sie dann in die nächste Mülltonne, wo mein Müll auch hinkommt. Und das wollte ich noch mal zeigen. Ich will mich damit jetzt hier nicht rühmen und euch sagen, ja, ich bin der große Held, der hier immer mal Müll mitnimmt. Ich finde, wenn jeder das machen würde, dann hätten wir wahrscheinlich kein Problem mehr mit Müll in Wäldern und Co. Und wie man das andere Problem löst, dass Leute den Müll prinzipiell nicht mehr zurücklassen oder nicht irgendwo hinschmeißen, das ist eine andere Frage. Wahrscheinlich, ja, muss man mehr Kampagnen machen. Mein Appell lautet somit, wenn ihr Müll seht und ihr die Möglichkeit habt, nehmt ihn einfach mit. Tut's nicht für die Person, die diesen Müll hinterlassen hat, tut's für den Wald. Hey girl, I need someone to love, someone to hug, someone to love, someone to hug me, yeah. And life can be short and sweet. You're the key, yours to be. Life can be short and sweet, oceans deep, running free. Where you going? I'll be up showing, I'll be up rolling, just like I do. You're my calling, you can be storming, just like you do. Oh, just like you do. Do 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 do. Oh, just like you do. Settle down, we're gonna fly like we're supposed to. Levels high, we'll do it right. We'll go all night like we're supposed to. I don't know where we going, but I know we have each other. Yeah, life goes round in circles, but at least we have another. I heard you calling my phone, said that you're coming over. Baby, you know I'm sober. We're 6 months in September. Where you going? I'll be up showing.
I'll be a rolling just like I do. You're my calling, you came in storming just like you do. Oh, just like you do. Ja, ich sitze hier an so einer Einfahrt sozusagen in den Hafen. Und die waren so Holzbänke. Ja, und ich mache jetzt hier mein Abendbrot schon. Ich hatte auch langsam Hunger. Heute ist auch, glaube ich, ein Feiertag. Ich war vor uns kurz auf dem Fest gewesen. Leider kam ich am Ende und sozusagen konnte nichts mehr filmen davon. Die hatten so teilweise Blumenkränze auf dem Kopf oder so irgendwelche Blätter, grünes Blattzeug. Genau. Ja, und ich esse heute kalt Hummus, Cherrytomaten, Gurke, Picknick, das sind so Käsestangen, die ich in Litauen das erste Mal probiert hatte. Ja, mit dem Brot. Keine Ahnung, ob das ein besonderes Brot ist. Hat auf jeden Fall einen guten Geschmack. Ich mag's. Genau. Und hier werde ich jetzt noch in aller Ruhe essen und mir nachher noch hier ganz gemütlich sozusagen einen einen Übernachtungsplatz suchen. Auf so einen Campingplatz wie da drüben habe ich nicht so wirklich Lust. Weil am Wochenenden ist meistens immer irgendwas los, so lärmtechnisch, und ganz ehrlich, wenn ich da komplett meine Stille und Ruhe habe, ist das eigentlich immer geiler. Meine Meinung. So, ich futter jetzt weiter schön in der Sonne und lass es mir gut gehen. Yeah, baby! Also ein bisschen. Okay. Film mehr. Okay. Well done. Ja, hier ist eine Aussichtsplattform. Ui, das Holz schwingt schon etwas. Ich glaube, es scheint hier so ein freier Rastplatz zu sein. Ich glaube, ich habe richtig Glück. Hier kann man kostenlos rasten.
habe ich das Gefühl. Natürlich könnte ich auch noch weiter hinterschauen und da würde ich schon irgendwo einen Platz finden. Ne? Aber wenn das hier kostenlos ist und auch so idyllisch ist, werde ich wahrscheinlich hier übernachten. Opa!